Ja, wir sind hier am Campus Poppelsdorf und bekommen heute eine kleine Führung ins neue Rotationsgebäude von Kevin und Joachim, beide Projektkoordinatoren des schicken Gebäudes. Danke, dass ihr uns einen ersten Einblick gewährt. Gerne, gerne. Herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns, das Gebäude auch jetzt so langsam der Öffentlichkeit mal präsentieren zu können. Ist, glaube ich, noch keiner drin, oder? Wir kriegen jetzt schon einen ersten Einblick vor allen anderen. Ja, es hat tatsächlich seit Montag die ersten Umzüge im Gange, die ersten Nutzer, die ins Gebäude einziehen, und werden wir vielleicht auch gleich den einen oder anderen treffen. Warum heißt das Rotationsgebäude, Kevin? Das Rotationsgebäude heißt Rotationsgebäude, weil es uns als Universität die Möglichkeit gibt, Institute, die sanierungsbedürftig sind, leer zu ziehen, und die Nutzerinnen und Nutzer ziehen dann in das Rotationsgebäude ein. Während der Zeit, in der die sich hier drin befinden, wird dann saniert, und wenn fertig saniert ist, dürfen die wieder zurück in ihre eigentlichen Institute ziehen, und dann sind dann die nächsten dran, und damit rotiert die ganze Belegschaft einmal durch, und wir schaffen es dann, unserem Sanierungsstau Herr zu werden. Okay, dann sind wir gespannt und gehen gerne mit euch mal rein. Wir sind hier im Hörsaal 1 des Rotationsgebäudes, der größte Saal, den wir hier haben, und da geht's rein. Das Rotationsgebäude ist aus zwei verschiedenen Bauarten hergestellt. Einmal in der Massivbauweise in Stahlbeton, im Prinzip die Flügel, die hier zum Käthe-Kümmel-Straße und auf der Rückseite zum Karl-Troll-Straße geht, und die Flügel, die zum Nutzpflanzengarten und zur Fahrbereitschaft stehen. Das sind die Module, die eben im Werk hergestellt wurden und hier auf der Baustelle dann in das Gebäude eingehoben wurden. Wer zieht jetzt hier ein? Also, soweit ich weiß, ist Herr Ack hier mit seiner Arbeitsgruppe, und ich glaube, das hier ist ein Praktikumslabor, und er wird hier seine Praktika auch durchführen, was ich jetzt persönlich an dem Raum auch in der Inbetriebnahmephase ganz schön fand, wenn man hier mit dem Nutzer zusammen durchgegangen ist und gesagt hat, okay, ein, zwei Sachen müssen noch abgestimmt werden, passen noch nicht, unter anderem jetzt sind es diese Abzüge, die hätten wir gerne einmal hier und einmal hier, denn das sind die Geräte, die es betrifft. Und das war jetzt tatsächlich auch gestern noch auf kurzem Wege möglich, das einzutüten, und das wird dann umgebaut. Ja, also die Zusammenarbeit sowohl mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb als auch dem Generalunternehmer Cadolto und uns als Universität, das hat echt wunderbar funktioniert. Und echt fast im Zeitplan geblieben. Ja, ich glaube, wie lange war es jetzt? Mehr? Ja, 2 Monate mehr. Also nix. Also nix. Das heißt, das war jetzt, was Kevin beschrieben hat, aus eurer Sicht echt so Kleinkram, wie wenn man zu Hause die Küche einbaut und dann fällt einem noch ein Regal ein bisschen weiter links. Genau, das sind so Kleinigkeiten, die sich auch relativ einfach anpassen lassen. Das ist im Grunde, das sind diese Modulbauweise. Können wir das hier irgendwo sehen? Man kann es immer ganz gut sehen, wenn man auf dem Boden die Fugen sieht. Da stoßen also diese Module aufeinander und verbinden das Ganze dann zu einem großen Labor. Also es hat den Vorteil, dass wir ziemlich viel Bauzeit haben sparen können, weil die Module unabhängig von dem Baufortschritt vor Ort hergestellt werden konnten. Das heißt also, als die Firma angefangen hat, hier die Rohbauarbeiten zu starten, haben die in dem Werk schon angefangen, die Module herzustellen. Und so mussten wir nicht Etage für Etage im Massivbau bauen, sondern wir haben die Module angeliefert bekommen, die sind eingehoben worden, und man hat dann wirklich Reihe für Reihe und Etage für Etage innerhalb von 1,5 Monaten das Gebäude hergestellt. Und wenn wir ein paar Jahre weiterdenken, das heißt, ihr könntet das hier auch umbauen für eine andere Nutzung?
Ja, genau. Also das ist in diesem Konzeptrotationsgebäude von Anfang an so mit überlegt gewesen, dass man nicht nur für einen Nutzer das Ganze baut, sondern auch für eine Nachnutzung. Und das Gebäude ist jetzt schon so gebaut worden, dass wir für die erste Nachnutzung alles ändern können, ohne großbauliche Arbeiten durchführen zu müssen. Wir haben tatsächlich jetzt aktuell einige Büroräume, die schon vorinstalliert sind, um im zweiten Belegungszyklus eben als Labor genutzt zu werden. Alles klar. Wie viele Module haben wir denn hier insgesamt? Wie viele sind verbaut in so einem Gebäude? Also hier im Rotationsgebäude haben wir insgesamt 141 Module verbaut, die halt eben in diesen 2 Achsen das Gebäude bilden. Alles klar. Ich glaube, die kommen aus Süddeutschland, ne? Die Firma, die hergestellt hat. Wie sind die ganzen Module hier hingekommen? Das müssen ja zig LKWs sein, oder? Ja, nee, die sind tatsächlich über den Rhein gekommen, aus Kadolsburg und dann den letzten Rest vom Bonner Hafen bis hierhin auf die Baustelle. Und dann wurden die hier empfangen und aufgestellt. Okay, das ist jetzt so ein typischer Raum, wo ihr sagt, der kann später verändert werden. Ja, richtig, genau. Also hier ist gut zu erkennen an der Decke, denn wir haben normalerweise in den Büroräumen eine geschlossene Decke und hier haben wir nur so eine abgehangene Paneldecke. Daran erkennt man, dass hier später eine Labornutzung geplant ist und in den Laboren haben wir halt eben keine abgehängte Decke, damit wir an die Installation einfach rankommen und bei der nächsten Nutzung dann angeschlossen werden kann. Jetzt haben wir uns aber auch eine Pause verdient. Jetzt sind wir im Lounge-Bereich. Erzähl doch mal, was habt ihr euch dabei gedacht, hier die coolen Möbel hier hinzustellen? Ja, also im Laufe des Projekts haben sich ja diese Flächen ergeben und die Architekten haben clevererweise gedacht, dass wir die hier schön möblieren. Ein Ort, der vielleicht zum Gespräch einfach einlädt, zum kurzen Verweilen einlädt. Wir haben es, wie man vielleicht sehen kann, auf allen Etagen so fortgesetzt und sei es die Möglichkeit, kurz auf jemanden zu warten, der vielleicht noch nicht fertig ist, um dann in die Mensa zu gehen, hat man hier die Möglichkeit, sich mal kurz hinzusetzen. Im Foyer unten im Erdgeschoss haben wir natürlich eine größere Anzahl an Lounge-Möbeln, wo man sich vielleicht hinsetzen kann, bevor die Vorlesung losgeht. Finden wir grundsätzlich sehr gelungen, dass man hier auch die Möglichkeit hat, mal kurz zu sein, bevor es dann wieder losgeht. Genau, und für Frühjahr, Sommer ist tatsächlich die Idee auch für draußen angedacht. Sollen wir mal gerade runter gucken? Ja, es wird auf jeden Fall noch begrünt werden und haben hier die Möglichkeit, diverse Sitzgruppen auch zu bespielen, viele Bänke und ja, ich denke, gerade im Sommer wird es ein netter Raum, um sich zu begegnen oder auch einfach mal ein bisschen Pause zu machen, vielleicht einen Kaffee zu trinken. Unten befinden sich ja auch noch Küchen. Und wertet auch, was die Helligkeit des Gebäudes angeht, einfach alles auf. Jetzt sind wir hier in dem ganz modernen Seminarraum, der irgendwie anders aussieht, wie man das so kennt. Magst du mal kurz noch erklären, was hier anders ist als sonst? Ja, wir haben hier zusammen mit dem Hochschulsport uns Gedanken gemacht, wie man die Lehre ein bisschen mobiler machen kann, flexibler machen kann. Und deswegen gibt es hier verschiedene Tische und Stühle, um im Sitzen, im Stehen, im Stehsitzen zu arbeiten. Also jeder so, wie er mag und nicht klassisch 90 Minuten sitzen. Ja, richtig, genau. Also jeder, wie er mag oder auch wie der Dozent sich das vorstellt. Wir sind flexibel, die Tische in der Konfiguration zu ändern, in der Höhe zu ändern oder halt eben auch ganz auf Seite zu schieben, wenn man ohne Tisch arbeiten möchte. Lass uns das doch mal ausprobieren, Kevin. Wo stehen wir denn hier an so einem... Das ist jetzt ein Hochtisch. Genau, das ist ein Hochtisch, der aber auch bei ein bisschen Druck runterfahren kann. Den könnten wir jetzt klassisch benutzen, aber jetzt in Kombination mit dem Tisch könnten wir da auch einfach dran stehen oder uns die hohen Stühle dazu nehmen. Ja, danke schön. Gerne, gerne. Ja, hat uns gefreut. Danke, dass ihr uns alles gezeigt habt. Und dann kommen wir demnächst wieder, um den schönen Innenhof zu genießen. Vielleicht so
Zum Abschluss, was sind deine 3 Lieblingsdinge? Okay, die schnelle Bauphase und die Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen, sowohl BLB als auch Cadolto. Kann ich mich anschließen, aber ich finde auch den Innenhof sehr schön geworden und hoffe, dass der auch genutzt wird. Und das Gleiche gilt auch für diese Launch-Bereiche, die von einigen schon in Beschlag genommen worden sind. Ich glaube, die kommen ganz gut an. Dankeschön.